Heute sprechen wir über eine kuriose und ausgefallene Achterbahn mit krasser Geschichte, die eigentlich komplett nichtssagend und nicht so außergewöhnlich ist, wären da nicht diese ganzen Ausnahmen. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin in einem neuen Video meinerseits und heute sprechen wir über den Gold Coaster und das ist eine Achterbahn im Freizeitpark Dreamworld und Dreamworld befindet sich in Coomera in Queensland, Australien, also an der Ostküste von Australien und dann ganz in der Nähe vom Surfers Paradise, natürlich an der Gold Coast, haben wir euch ausführlich gezeigt, nicht nur unseren ganzen Trips, sondern auch Dreamworld selbst, was es da überhaupt alles gibt im entsprechenden Tour-Vlog, verlinke ich euch auch gerne hier und da reden wir dann oder zeigen auch den ganzen Park, was es da alles gibt und unter anderem sind wir vor Ort auch den Gold Coaster gefahren und Gold Coaster ist die Achterbahn, über die wir heute hier in diesem Video sprechen wollen. Gold Coaster steht seit 2001 im Dreamworld, ist 40 Meter hoch, 900 Meter lang, 85 km/h Spitzengeschwindigkeit, hat 2 Inversionen, einen Zug und wurde von Aerodynamics designt. Die bauen ja oder haben damals selbst die Achterbahn gebaut, aber diese Bahn wurde in Melbourne und Newcastle gebaut nach den ganzen Vorlagen von Aerodynamics. Heute ist der eine Zug, der da drauf ist, übrigens nicht mehr ein Aero-Zug, sondern ein neuer Zug, der später dann von Vekoma geliefert wurde. Auch mit dem Onboard-Soundsystem und den Soft-Westenbügeln, die ihr zum Beispiel von Python aus Efteling kennt, wo ihr dann halt so ein Over-the-Shoulder-Lap-Bar mit so einem Gummilappen drüber habt. Der neue Zug kam mit einer Umbenennung der Bahn. Von 2001 bis 2015 war das nämlich der Cyclone. Von 2015 bis 2020 hatten wir hier Hot Wheels Sidewinder. Hätte ich gerne gesehen. Hot Wheels ein cooles Thema meiner Meinung nach. Gibt es hier inzwischen auch wieder neue Parks und Bahnen, die sich an dieses Thema ranwagen. Und diese Achterbahn sich in den Park zu stellen, war auch gewagt, denn das kann ich jetzt schon mal vorne wegnehmen. Die Bahn fährt richtig kacke, wirklich richtig schlecht. Man kennt es ja von einigen alten Aero-Bahnen, dass die nicht so gut fahren und diese Bahn ist auch mal umgezogen und das hat das Ganze auf jeden Fall nicht besser gemacht. Wenn sich Leute zum Beispiel über Bandit im Moviepark aufregen und dass man mehr links und rechts fährt statt geradeaus und alle Wagen für sich in eine Richtung fahren, das ist hier bei einer Stahlachterbahn auch gegeben. Bei diesem Coaster, beim Gold Coaster. Umgezogen bedeutet übrigens, die Bahn ist älter als 2001. Und zwar eröffnete man 1995 diese Achterbahn auch in Australien, aber in Sydney, im Luna Park Sydney als Big Dipper. War der Nachfolger für den 1935 eröffneten Big Dipper an der gleichen Stelle. Daher ist die Bahn noch etwas komisch konstruiert, da reden wir auch gleich drüber. Und der Holz Big Dipper, diese historische Achterbahn von 1935, wurde durch diesen Arrow-Haufen ersetzt, der ja auch jetzt nicht mehr dasteht und inzwischen steht an selber Stelle ein neuer Big Dipper, also der dritte Big Dipper im Luna Park Sydney, was inzwischen ein Intamin Hot Racer ist. Werden wir auch hier am Kanal ausführlich drüber sprechen, wenn wir das nicht sogar schon getan haben. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich euch mit diesen Reviews beglücke. So stand auf jeden Fall diese Arrow-Achterbahn von 1995 bis 2001 als Big Dipper im Luna Park Sydney, wobei die Bahn auch dann die letzte Zeit nur noch Stand SPNO war und nicht betrieben wurde. Ursprünglich war der Standort schon ein bisschen kurios, das ist in Sydney direkt im Hafengebiet und zwischen Wasser und Häusern mit Blick auf diese komische Mehrzweckhalle und die große Brücke, die man kennt und dort war die Bahn halt auch etwas weiter oben zu besteigen, so wie das heute auch ist, wie es früher war. Man hat da so ein Treppenhaus und das hat man hier quasi übernommen, beziehungsweise ist die Bahn halt so konstruiert. Das bedeutet auch, dass man jetzt in Dreamworld nach oben gehen muss. Da reden wir auch gleich drüber. Der Standort nämlich ist auch ziemlich kurios. Die Hälfte der Zeit fährt man durch bzw. über den Wasserpark Whitewater Waterpark von Dreamworld, denn es gibt nicht nur den Freizeitpark, sondern auch daneben noch einen Wasserpark und da fährt die Bahn die meiste Zeit. Das ist ganz schön wild. Und der Streckenverlauf ist trotzdem ziemlich cool eigentlich. Erinnert teilweise erstmal an so einen klassischen Cyclone. Da hat man sich, glaube ich, bei Arrow schon ein bisschen was beim ursprünglichen Standort gedacht. Und man cyclont da so ein bisschen hin und her. Man hat aber auch 2 Inversionen bei dieser Bahn, also 2 Überkopfelemente. Und Between the Loops wurde durchgesagt, wird ein Foto gemacht. Da soll man doch bitte lächeln. Da kam schon hinter mir in den Reihen ein Aufschrei, da die Leute nicht damit gerechnet hatten, dass es mehrere Überschläge gibt. Das
Erste Element, was wir durchfahren, ist ein sogenannter Reversed Sidewinder. Das bedeutet, man fährt quasi eine klassische Schraube halb rein und fährt den klassischen Looping halb raus. Ist so eine Kombination aus diesen beiden Elementen. Gibt es halt als Sidewinder, wo man dann einen halben Looping fährt und eine halbe Schraube raus nach links oder rechts. Oder als Reverse Sidewinder, wo man dann mit der Schraube anfängt und mit dem Looping rausfährt. Jeweils die Hälfte von diesen Elementen. Darauf folgt ja dann das Foto und der klassische Loop, der ganz normale Looping, wie wir ihn alle kennen. Das ist übrigens das Finale der Bahn und danach kommt eigentlich nur noch eine große Kurve und die Schlussbremse, wo wir mit ziemlich viel Energie auch noch rein donnern, aber damit hört die Fahrt auf und man hat vorher die ganzen anderen, ja, Cyclone-ähnlichen Elemente, Achterbahn-Fahrelemente. Der Weg zum Gold Coaster ist auf jeden Fall kurios, denn wir müssen nach oben zur Station. Die befindet sich relativ weit oben und es gibt kein Treppenhaus, sondern eine riesige Spirale und die läuft man erstmal um einen riesigen, gigantischen Aussichtsturm von irgendwelchen Lifeguards, die sonst am Strand sitzen, hoch, also ein Replika davon. Und man kreiselt so nach oben. Da hat wohl das polnische Energylandia seine Inspiration her für seinen Parkhaus-Wartebereich für Hyperia. Oben angekommen geht es dann nochmal durch ein, ja, hat man vielleicht im Fantasy Island in UK schon gesehen, Wellblechtunnel, ein bisschen rumpelig zum Bahnhof selbst und in der Station selbst steht man auf einmal vor einer gigantischen Gitterwand. Australien ist so ein bisschen übervorsichtig und Dreamworld hat noch mal ein paar mehr Auflagen bekommen und auf jeden Fall stehen wir vor dieser gigantischen Wand mit Gittern und alles ist da eingezäunt, also übertriebener, als wenn man zum Beispiel bei einem Vekoma Boomerang in der Station stehen kann und man da aber trotzdem aufpassen muss, dass da keiner reinspringen könnte. Also es gibt einen Zug und es ist die Station. Das habe ich so noch nicht gesehen. Auf dem Boden Markierungen für unsere Flipflops, wo wir uns parken dürfen, bevor es dann reingeht. Man steht halt zu viert an einer Tür und dann gibt es halt das vorne und hinten in einem Wagen, die klassischen Vekoma-Wagen, aber damit man ein bisschen vorsortiert ist und die nicht so viele Türen haben. Neben dem Zug, in den man gerade einsteigt, gibt es dann auch noch etwas hochgelegene Ablagen, wo man direkt relativ nah am Zug seinen Kleinkram und das alles lose Gegenstände ablegen kann. Und was auffällt, man kann nicht geradeaus direkt losfahren, beziehungsweise soll man ja auch da nicht langlaufen, das soll man ja auch nie. Und dann gibt es ein großes Gitter, was davor auch noch ist, also ein großes Tor, bei dem aber, das sieht man im Video nicht, auch noch mal eine Plexiglasscheibe ist. Also nicht, dass auch noch jemand da durchgreifen könnte oder was werfen oder ich weiß es nicht. Ich habe auch vermutet, damit da vielleicht keine Vögel reinfliegen, aber die Schlussbremse ist halt komplett offen und da ist auch kein Gitter und kein Plexiglas. Ich verstehe es nicht so ganz, aber da geht es, glaube ich, auch mehr oder weniger direkt runter und bei der Station, also bei der Schlussbremse, wenn du da runtergehen würdest, bis du dann irgendwo hinten ankommst, wo du runterfallen kannst, hat das wahrscheinlich schon jemand bemerkt und dich aufgehalten. Ja, dann, wenn das alles abgefertigt ist, die Bügel unten sind, dann kommt die eben erwähnte Fahrt. Auch wenn es neue Vekoma-Züge mit Softwesten sind, ist es halt wirklich nicht so geil. Ich will nicht wissen, wie das in den alten Arrow-Zügen war. Und trotzdem hat die Bahn aber irgendwie Charme und Charakter, macht ja, Spaß ist übertrieben gesagt, aber hat irgendwie was, finde ich total faszinierend und spannend und deswegen auch ein eigenes Review wegen diesen ganzen Kuriositäten und irgendwie den Flavor, diesen Charme, den die Bahn versprüht. Das hört auch nach der Fahrt wieder kurz auf, wenn man dann dieses Wellblech-Treppenhaus außen auf dem Hinterhof runterdackelt, um dann einmal unten drunter lang zu laufen und wieder hoch zu laufen. Aber trotzdem das Setting im Wasserpark, dann irgendwie dieses ganze komische, zusammengefrickelte und so eine Bahn ist so umgezogen. Das finde ich beim Gold Coaster ziemlich faszinierend und erwähnenswert und deswegen fand ich auf jeden Fall wichtig, einmal so ein Spotlight auch auf den Gold Coaster zu setzen und ein Einzelvideo über diese Bahn zu machen. Ansonsten findet ihr ganz viele Reviews hier auf dem Kanal zu anderen Achterbahnen und ihr checkt natürlich jetzt das ganze Video zu Dreamworld aus und lasst eure Meinung in den Kommentaren zu Gold Coaster in Dreamworld. Und ein Abo vergesst ihr aber auch nicht. Jetzt drücken, das kostet nichts.